Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns die neue DDPi Z90 Master an. Eine Dashcam mit Front-, Heck- und Innenraumkamera. Ob sie im Alltag überzeugen kann und wie gut die Bildqualität wirklich ist, finden wir heute gemeinsam heraus. Nach dem Entfernen der Schutzfolie werfen wir direkt einen Blick in den Lieferumfang der DDPi Z90 Master an. Schon beim Öffnen macht die Verpackung einen aufgeräumten und hochwertigen Eindruck. Im ersten Karton befindet sich direkt die Hauptkamera. Sie ist sauber verarbeitet und wirkt bereits beim ersten Anfassen sehr hochwertig. Auf der Vorderseite sitzt der Sensor, auf der Rückseite befindet sich das Display und auch die Anschlüsse sind gut erreichbar. Zum Lieferumfang gehört außerdem bereits ein CPL-Filter, der Spiegelungen in der Frontscheibe reduzieren und so für eine bessere Bildqualität sorgen kann. Sowohl die Front- als auch die Heckkamera setzen auf einen Sony IMX678 Bildsensor und nehmen jeweils in gestochen scharfer 4K-Auflösung auf. Damit sind beste Voraussetzungen für detailreiche Aufnahmen bei Tag und auch bei Nacht gegeben. Im nächsten Karton befindet sich dann die Innenraumkamera. Sie ergänzt das System um eine dritte Perspektive und eignet sich besonders für alle, die auch den Fahrzeuginnenraum aufzeichnen möchten. Natürlich ist auch das passende Zubehör mit dabei. Neben dem Stromkabel für den Zigarettenanzünder liegen gleich 2 Speicherkarten im Lieferumfang, sodass ihr direkt loslegen könnt. Wer die Dashcam dauerhaft nutzen möchte, kann das beiliegende Hardware-Kit für den Anschluss am Sicherungskasten verwenden. Abgerundet wird das Ganze durch die mitgelieferte Cloudbox, die den Funktionsumfang der DDPi Z90 Master noch einmal erweitert. Insgesamt hinterlässt der Lieferumfang einen sehr vollständigen Eindruck. Alles, was für den Einbau und den direkten Start benötigt wird, ist bereits mit dabei. Der Einbau der DDPi Z90 Master ist grundsätzlich unkompliziert. Zunächst wird die Heckkamera an der Heckscheibe befestigt und anschließend das Verbindungskabel sauber bis nach vorne verlegt. Mit dem beiliegenden Werkzeug lassen sich die Kabel problemlos unter den Verkleidungen verstecken. So bleibt am Ende alles ordentlich verlegt und im Innenraum sind später kaum noch Kabel zu sehen. Vorne werden anschließend die Hauptkamera und die Innenraumkamera montiert. Beide sitzen direkt an der Windschutzscheibe und beeinträchtigen die Sicht während der Fahrt kaum. Wer den Parkmodus dauerhaft nutzen möchte, kann die DDPi Z90 Master über das mitgelieferte Hardware-Kit direkt am Sicherungskasten anschließen. Dadurch wird die Dashcam auch im abgestellten Fahrzeug mit Strom versorgt und kann den Parkmodus nutzen. Da es sich bei meinem Testfahrzeug um ein Firmenfahrzeug handelt, habe ich diesen Anschluss allerdings nicht vorgenommen. Ich zeige euch lediglich, wie die Verkabelung später aussehen könnte. Zusätzlich liegt dem Lieferumfang noch die Cloudbox bei. Sie wird unauffällig oben rechts an der Windschutzscheibe befestigt und erweitert den Funktionsumfang der Dashcam. Welche Möglichkeiten sie in der Praxis bietet, schauen wir uns später im Video natürlich noch genauer an. Nach der Montage geht es an die Einrichtung. Dafür verbindet ihr euch zunächst per WLAN mit der DDPi Z90 Master an. Die Verbindung war im Test schnell hergestellt und nach wenigen Augenblicken ist die Kamera bereits in der App verfügbar. Die Startseite ist übersichtlich aufgebaut. Hier könnt ihr direkt auf die Live-Ansicht der Front-, Heck- und Innenkamera zugreifen sowie bereits aufgezeichnete Videos ansehen. Alle Aufnahmen werden automatisch gespeichert und lassen sich bei Bedarf bequem auf das Smartphone herunterladen. Natürlich stehen auch zahlreiche Einstellungen zur Verfügung. Dazu gehören unter anderem die Auflösung, verschiedene Aufnahmeoptionen, Spracheinstellungen oder die automatische Displayabschaltung. So lässt sich die Dashcam ganz nach den eigenen Wünschen konfigurieren. Neben den Kameraeinstellungen bietet die App außerdem einen Community-Bereich, in dem andere Nutzer ihre Aufnahmen teilen. Wer möchte, kann sich dort interessante Videos ansehen oder sich mit anderen DDPi-Nutzern austauschen. Beginnen wir mit den Aufnahmen auf der Landstraße. Hier kann die DDPi Z90 Master bereits zeigen, was in ihr steckt. Das Bild wirkt scharf und detailreich, Farben werden natürlich wiedergegeben und auch weiter entfernte Straßenschilder bleiben gut erkennbar. Selbst entgegenkommende Fahrzeuge sind sauber zu erkennen und Kennzeichen lassen sich in vielen Situationen problemlos ablesen. Insgesamt
hinterlässt die Frontkamera hier einen wirklich guten ersten Eindruck. Im Stadtverkehr muss eine Dashcam mit vielen unterschiedlichen Lichtverhältnissen und Verkehrssituationen zurechtkommen. Auch hier liefert die DiDi-Pi Z90 Master eine überzeugende Leistung. Fahrzeuge, Ampeln und Straßenschilder werden klar dargestellt und selbst bei höherem Verkehrsaufkommen bleibt das Bild angenehm ruhig. Auf der Autobahn profitiert die Kamera zusätzlich von der hohen 4K-Auflösung. Gerade bei höheren Geschwindigkeiten bleiben viele Details erhalten und auch die Heckkamera liefert ein scharfes Bild. Die beiden Sony IMX678 Sensoren in der Front- und Heckkamera machen sich hier definitiv bemerkbar. Besonders spannend wird es natürlich bei Dunkelheit, denn hier trennt sich oft die Spreu vom Weizen. Trotz schwieriger Lichtverhältnisse liefert die DiDi-Pi Z90 Master auch nachts eine gute Bildqualität. Besonders bei Nacht kann die DiDi-Pi Z90 Master ihre Stärken ausspielen. In gut beleuchteten Straßen liefert die Frontkamera ein scharfes und detailreiches Bild. Fahrzeuge, Verkehrsschilder und Fahrbahnmarkierungen bleiben gut erkennbar und auch die Heckkamera überzeugt mit einer klaren Darstellung. Die beiden Sony IMX678 Sensoren in der Front- und Heckkamera sorgen dabei für eine überzeugende Bildqualität, selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen. Doch nicht nur außerhalb des Fahrzeugs gibt es etwas zu sehen. Auch die Innenraumkamera ist für Aufnahmen bei Dunkelheit bestens ausgestattet. Sobald es im Fahrzeuginnenraum dunkel wird, schaltet die Innenraumkamera automatisch auf die integrierte Infrarot-Nachtsicht um. Dadurch bleiben Fahrer und Innenraum auch bei Nacht gut sichtbar, ohne dass zusätzliches Licht benötigt wird. Gerade für Taxi, Ridesharing oder Firmenfahrzeuge ist das ein echter Vorteil, da Ereignisse im Innenraum zuverlässig dokumentiert werden können. Neben der reinen Bildqualität bringt die DiDi-Pi Z90 Master noch einige praktische Funktionen mit. Dank GPS lassen sich beispielsweise Geschwindigkeit und Fahrstrecke dokumentieren, während der G-Sensor bei einem Unfall wichtige Aufnahmen automatisch vor dem Überschreiben schützt. Wer das mitgelieferte Hardware-Kit nutzt, kann außerdem den Parkmodus aktivieren und das Fahrzeug auch im abgestellten Zustand überwachen. Zusammen mit der Cloudbox wird der Funktionsumfang noch einmal erweitert und die Dashcam bietet zusätzliche Möglichkeiten für den Alltag. Nach meinem Test hinterlässt die DiDi-Pi Z90 Master einen wirklich guten Gesamteindruck. Besonders gefallen haben mir die scharfe 4K-Bildqualität der Front- und Heckkamera, die zusätzliche Innenraumkamera sowie der umfangreiche Lieferumfang mit CPL-Filter, 2 Speicherkarten und Hardware-Kit. Auch die App ist übersichtlich aufgebaut und lässt sich einfach bedienen. Natürlich hängt die Wahl einer Dashcam immer von den eigenen Anforderungen ab. Wer jedoch eine Dashcam sucht, die Front-, Heck- und Innenraum gleichzeitig aufzeichnen kann und dabei eine gute Bildqualität liefert, bekommt DiDi-Pi Z90 Master ein sehr interessantes Gesamtpaket. Mich würde jetzt natürlich interessieren, wie euch die Bildqualität gefällt. Schreibt eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Wenn euch das Video weitergeholfen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo für weitere Technik-Reviews. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.